Bisschen zu dunkel, wa? In diesem Video geht es um mein neues Spielzeug und zwar um meine neue Kamera, die Canon M6 Mark II. Canon hat es endlich mal geschafft, im APC-Bereich etwas an die Konkurrenz heranzukommen. Die Kamera bietet einen neuen Sensor, einer glaube ich sogar der größten APC-Bereich mit 32 Megapixeln. Und Canon hat es endlich auch mal geschafft, 4K in den Videobereich einzupflegen und dabei nur den normalen Crop zu behalten und nicht wie bei den letzten Kameras einen riesen Crop zu haben. Und zusätzlich haben sie den guten Dual-Pixel-Autofokus in der 4K-Funktion drin gelassen. Warum habe ich jetzt aber gesagt, dass Canon nur gerade so an die Konkurrenz herangereicht ist? Denn Kameras wie zum Beispiel die Sony A6400 hat im Videomodus auf jeden Fall ein schärferes Bild als die Canon M6 Mark II. Denn die Sony löst ein 6K-Bild auf und verkleinert das Ganze auf 4K. Ich habe jetzt aber, das sind so Gerüchte im Internet gelesen, dass die M6 Mark II ein 3K-Bild nimmt und auf 4K hochskaliert. Es gibt auch einen englischen bekannten YouTuber, der die beiden Kameras schon verglichen hat und dort sieht man auf jeden Fall ganz krass, dass die Sony A6400 doch schärfer ist als die Canon M6 Mark II. Und ich glaube, an dem Gerücht ist auch was dran, dass die Canon M6 Mark II auf jeden Fall kein echtes 4K, wie das Marketing halt es hergibt, ausgibt, sondern eher ein 3K auf 4K hochskaliertes Bild. Das ist in erster Linie für mich persönlich gar nicht so schlimm, denn ich will nicht unbedingt ein super scharfes Bild, sondern lege meine Prioritäten ein bisschen anders. Und zwar ist es bei mir wichtig, dass die Handhabung der Kamera relativ leicht ist. Und was noch wichtiger für mich ist, dass ich die Farben der Kamera, die ausgibt, auf jeden Fall leichter bearbeiten und leichter mitspielen kann. Und für mich ist momentan die Canon einer der besten, was die Farben angeht. Und natürlich auch was die Steuerung angeht, denn die ist, wie soll ich das beschreiben, so wie ein iPhone. Es ist kinderleicht zu bedienen, es gibt nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten wie zum Beispiel bei Android, was man jetzt mit Sony vergleichen kann, aber das reicht vollkommen für mich aus. Die neue Canon besitzt nur einen Klappdisplay und leider nicht ein schwenkbares Display wie zum Beispiel die letzte Canon M50. Ich muss mich ehrlich gesagt daran noch gewöhnen, aber ich finde, dass das Display, das Klappdisplay, wesentlich stabiler wirkt und auch aussieht als das Schwenkdisplay von der Canon M50. Was macht jetzt aber diese Kamera hier so besonders? Nun, das ist ganz einfach. In Verbindung mit einem Speedbooster kann man ein 4K-Bild in einem Crop von 1,1 erreichen. Und wenn wir das mit den Higher-End-Kameras wie zum Beispiel die Canon EOS A vergleichen, die um die 3.000 € kostet, da haben wir ein 4K-Bild mit einem Crop von 1,8. Und diese Kamera hier kostet nur unter 1.000 €, während die Kamera oder die EOS A um die 3.000 € kostet. Also ist die Kamera gerade unter 1.000 € auf jeden Fall das Beste, was man kriegen kann, wenn man viele Canon-Linsen hat und gerne die Farben von Canon behalten möchte. Wer jetzt nicht so ganz genau weiß, was ein Speedbooster ist oder wie das ganze Thema drumherum funktioniert, kann sich gerne Videos dazu von mir ansehen. Ich habe, glaube ich, mittlerweile 2 oder 3 Videos über Speedbooster, einmal in Verbindung mit der Canon M50 und einmal in Verbindung mit der Panasonic G70. Ja, was gibt es noch zu der Kamera zu sagen? Wie die letzte Canon Mirrorless Kamera hat auch diese Kamera einen Timelapse-Modus oder Funktion, der aber diesmal ein bisschen erweitert ist und ein bisschen verfeinert ist. Man kann zum Beispiel unter anderem damit auch Astroaufnahmen oder stark belichtete Nachtaufnahmen machen. Das konnte man zum Beispiel mit der kleineren Mirrorless von Canon, die M50, nicht machen. Ach ja, und um vielleicht mal die Qualität hier einzuschätzen, solltet ihr das Ganze am besten auf einen 4K-Monitor gucken, denn auf dem Handy kommt das Ganze nicht so rüber. Ich habe das ganze Video mit der Canon M6 Mark II gefilmt, mit der Linse von Sigma, und zwar die Sigma 18:35 im f-Stop von 1.8. Und ich finde, ich habe zwischenzeitlich schon ein bisschen bearbeitet am PC und mal geguckt, wie das 4K-Bild aussieht. Ich finde das 4K-Bild echt super gut. Ich kann mich darüber nicht beklagen und das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingskameras, die ich bisher jetzt in den letzten 2-3 Jahren benutzt habe. Im nächsten Video teste ich auf jeden Fall die neuen Sigma C-Linsen, denn davon habe ich mir eine bestellt für die Canon M50. Wenn ihr das sehen wollt, abonniert mich ruhig, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao.